Hallo bei Rennrad News. Wir haben das Canyon Aero CFR für euch getestet. Das neue Canyon Aero CFR, muss man fast schon sagen, ist kaum ein paar Monate alt. Das Rad von Mathieu van der Poel, so wie es auch Mathieu van der Poel fährt eigentlich, in der Werksversion. Schaut euch den Test an, gibt viele spannende Eindrücke. Hier steht es, das Canyon Aero CFR Di2. Im Prinzip das Rad, ich habe es gesagt, was Mathieu van der Poel fährt. Allerdings fährt er das mit Shimano-Laufrädern, denn er wird von Shimano gesponsert. Hier sind TT Swiss Laufräder drin. Und das Rad hatten wir in einem Vergleichstest zusammen mit 3 weiteren Aero-Rennrädern. Verlinke ich euch hier oben. Und es hat eine Besonderheit, die es von den anderen Rädern unterscheidet. Und das sieht man auf den ersten Blick. Das ist nicht nur diese knallige Farbe, sondern auch der Rahmen sieht deutlich flächiger aus als die anderen Bikes. Hat also diese klassischen Aeroformen mit schmalen Rohren, mit besonders schmalen Sitzstreben und einem sehr schmalen Steuerrohr. Und das unterscheidet ihn auf den ersten Blick von den anderen Rädern im Test. Und damit einher mit diesen Rohrformen geht in der Regel auch ein höheres Gewicht, aber Canyon hat bei diesem Rad, das im Juli erschienen ist, nochmal am Gewicht geschraubt und es rund 30 Gramm leichter gemacht. Außerdem gibt es ein neues Cockpit. Das Rad ist mit einem T25-Schlüssel an allen wichtigen Schrauben verstellbar und der ist auch praktischerweise noch hier unten integriert. Und alle weiteren Details zu dem Rad lest ihr übrigens im Test. Wir haben es schon mal im Einzeltest nach dem Launch direkt gehabt auf Rennrad News. Wenn euch die interessieren, schaut euch den an. Ich habe ja gesagt, Canyon hat das Rad leichter gemacht. Richtig leicht ist es im Vergleich der absolut besten Aero-Rennräder und Competition-Rennräder immer noch nicht. 7,1 Kilo rund wiegt das Rad an unserer Waage, wie es hier hinter mir steht. Und damit ist es rund 200 Gramm schwerer als einige der anderen Bikes, die wir in unserem Vergleichstest hatten. Hinter mir steht das Topmodell mit Di2. Und es gibt alternativ auch das gleiche Bike mit einer anderen Lackierung, mit SRAM Red Access Gruppe, auch mit 2x12 Gängen, also 2 Topmodelle im Grunde von diesem Bike. Es kostet, so wie es hier steht, 9.999 €. Und wenn ihr Canyon Aero fahren wollt, könnt ihr das schon ab 4.200 € machen, dann allerdings mit SRAM Rival Access Gruppe und einem anderen Rahmen, einem etwas schwereren Rahmen. Der wiegt dann 1050 Gramm rund und der Rahmen, wie er hinter mir steht, wiegt 947 Gramm, alles Herstellerangaben. Ja, und die Reifenfreiheit bei diesem Aero-Rennrad liegt bei 32 mm und das ist inzwischen sogar bei Aero-Rennrädern auch der Standard, also auch hier geht der Trend zu breiteren Reifen und Canyon macht da mit. Schauen wir uns kurz die Ausstattung an. Es ist das Topmodell und entsprechend ist natürlich eine Shimano Dura-Ace Di2 Gruppe montiert mit 2x12 Gängen, mit allen Vorteilen des Shimano E-Tube-Systems. Das heißt, ihr könnt die Gangwechsel frei programmieren, das geht über das Schaltwerk hinten, da könnt ihr was anschließen oder über Bluetooth mit der entsprechenden App. Und der Akku befindet sich im Rahmen und speist sowohl den Umwerfer als auch das Schaltwerk mit Energie, mit viel Energie. Im Vergleich zum Beispiel zum Red Access System ist da eine deutlich längere Fahrzeit drin. Ja, montiert ist die Shimano Dura-Ace mit einer 5236 1130 Abstufung und das hat uns besonders gut gefallen fürs Rollieren im Flachen. An einem steilen Anstieg mag dem einen oder anderen nicht so starken Fahrer wie mir zum Beispiel da ein Berggang fehlen, aber für den typischen Einsatzbereich für Fahrten im Mittelgebirge und eben fürs schnelle Fahren im Flachen hat uns diese Kassette sehr gut gefallen. Man kann sogar vielleicht noch eine stärkere Tempoübersetzung wählen. Schaltverhalten der Dura-Ace absolut top, da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Schneller Umwerferwechsel, hinten knallen die Gänge nur so durch. Einfach top. Noch schnell zu den Laufrädern, bevor es weitergeht mit dem Cockpit, da gibt es einige Besonderheiten. Also TT Swiss ARC 1100 Laufräder montiert. Das sind nicht die leichtesten, da gibt es leichtere, auch im Testfeld. Und sie haben eine 50 mm hohe Felge, das haben sie mit den anderen gemein. Und sie haben nicht so eine breite Innenweite von der Felge. Entsprechend montiert Canyon auch vorne einen 25 mm breiten Reifen nur, sage ich mal, weil inzwischen der Trend deutlich zu breiteren Reifen geht. Das harmoniert am besten mit der Aeroform der Felge und das hat Canyon auch im Windkanal gemessen. Und mit diesem Reifen geht dann eben auch einher, dass das Rad auch gefühlt ein bisschen geringeren Komfort hat, auch an der Front, als die anderen Bikes, die wir im Test hatten.
Stichwort Seitenwindanfälligkeit, da fanden wir diese Laufräder ein bisschen seitenwindanfälliger als die anderen. Und was uns noch aufgefallen ist, das Freilaufgeräusch ist ganz schön aufdringlich. Manche mögen es, nutzen es als Klingel, andere Leute finden es nicht so toll. Ihr entscheidet selbst. Hinten ist dann übrigens ein 28 mm Reifen montiert. Continental Grand Prix 5000 STR, ein superschneller Reifen, rollt super schnell und gefiel uns im Test auch wiederholt durch eine wirklich wahnsinnig gute Traktion. Es gibt irgendwie dieses typische Continental Grand Prix Verhalten, ja, man erkennt den Reifen fast schon blind an seinem Fahrgefühl. So, wir machen weiter am Cockpit wie versprochen, da gibt es einige Besonderheiten. Besonderheit 1 ist, dass an diesem Rad, das wir im Test hatten, die Höhe des Lenkers verstellt werden kann, ohne den Gabelschaft zu kürzen. Das ist so eine Art wie beim früheren Schaftvorbausystem. Das heißt, ihr müsst eine Schraube lösen und könnt dann das gesamte Cockpit hoch oder runterziehen und entsprechend Spacer unten nachfüttern. Bis zu 20 mm Höhenverstellungen sind so möglich und das ist schon ein sehr praktisches Feature. Und Besonderheit 2 ist, dass ihr die Lenkerbreite frei wählen könnt. Dafür gibt es 3 Löcher, die unten im Lenker sind. Ihr könnt den quasi versetzen nach innen oder nach außen jeweils an jeder Seite. Und das ist wirklich praktisch, denn nicht alle Menschen haben gleich breite Schultern. Und wenn ihr besonders aerodynamisch fahren wollt, was ja bekanntlich eine besonders enge Sitzposition ist, mit den Armen besonders eng zusammen, dann könnt ihr das mit dem Cockpit, was hier montiert ist, bis hinunter zu 370 mm die Hoods auseinanderbringen, also ziemlich schmal. Und zusätzlich gibt es noch ein anderes Cockpit, das Aero-Cockpit, beziehungsweise die Aero-Bar-Ends müsst ihr dann nur tauschen. Und das hat nochmal eine andere Form. Da sind dann die Hoods so leicht angestellt. Außerdem hat es nochmal einen leichten Flair, sodass der Unterlenker ein bisschen weiter auseinander geht. Also eine noch profimäßigere Form, was sich auch daran ausdrückt, dass das Cockpit einen größeren Reach hat. Das heißt, ihr kommt nochmal ein Stück weiter nach vorne und kommt noch flacher aufs Rad. Da habt ihr die Wahl. Allerdings, wenn ihr euch für das Aero-Cockpit entscheidet, müsst ihr nochmal Aufpreis bezahlen und das extra dazu bestellen. Dieses ist standardmäßig montiert. Wir sind das Cockpit während unseres Tests mit 395 mm Einstellung gefahren und das war auch eine Einstellung, die vielen Testfahrern mit meiner Statur eher gut gefallen hat. Und gleichzeitig hatten wir auch noch breitere Cockpits im Test und tatsächlich fühlten sich die meisten auf dem eher schmalen Canyon Cockpit wohler als mit diesen breiteren Cockpits. Stichwort Wohlgefühl, wie war der Komforteindruck des Rads? Klare Kiste. Das war das unkomfortabelste Rad, was wir verglichen haben, aber dennoch ist das Canyon Aeroad im großen Konzert der Aero-Rennräder, auch verglichen mit Aero-Rennrädern von vor 3 Jahren, eindeutig eins der komfortableren Aero-Rennräder. Es ist also keinesfalls so, dass das Rad unkomfortabel wäre, sondern man kann damit wirklich auch gut schlechte Strecken fahren und die Profis tun es natürlich auch. Die Sattelstütze, vielleicht noch zu erwähnen, ist proprietär, das heißt, ihr könnt nur diese eine Sattelstütze fahren, aber das ist ja quasi schon Standard bei Aero-Rennrädern. Noch kurz ein Blick auf die Geometrie. Es gibt das Rad in 7 Rahmengrößen, das ist ein bisschen mehr als bei den meisten anderen Herstellern, eine Rahmengröße mehr je nach Hersteller und in Größen von XXS bis XXL. Und damit bedient werden auch Fahrer und Fahrerinnen, die zum Beispiel kleiner als 1,66 Meter sind oder auch größer als 1,96 in der größten Rahmenhöhe. Ansonsten hat das Aeroad typisch Race-Geometrie, relativ steile Lenkwinkel, einen relativ steilen Sitzwinkel. Da hat das wirklich die klassischen Werte 73,3 Lenkwinkel in dieser Größe M, die wir getestet haben und die mir perfekt passt mit 1,80 Meter und 86 cm Innenbeinlänge, wirklich ein Perfect Fit für mich. Ja, und es ist eben eine klassische Race-Geometrie mit kompakten Kettenstreben, auch mit einem steilen Sitzwinkel. Wie spielt das Ganze beim Fahren zusammen? Vielleicht eine Bemerkung vorab. Wir haben das Rad zusammen mit 3 anderen Rädern getestet und natürlich auch mit diesen Rädern verglichen. Und insgesamt muss man sagen, dass man bei so einem Top-Rennrad und was auch als Profi-Rennrad genutzt wird, natürlich sofort merkt, was man da unterm Popo hat, denn es geht natürlich richtig schnell nach vorne. Und wenn ich hier über einen Charakter eines Rades rede, über dieses Rad rede, dann ist das immer vor der Schablone zu betrachten, dass das Fahrverhalten verglichen mit zum Beispiel einem 2000 € Rennrad mit flachen Felgen und Aluminiumrahmen und breitem Lenker Welten entfernt ist. Also ihr setzt euch drauf und ihr fühlt euch sofort beschleunigt.
Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Und alles, was ich jetzt sage, sind Nuancen im Vergleich zu anderen Aero-Rennrädern, die wir auch getestet haben. Denn das Gute war ja, dass wir einen Vergleich direkt zu vergleichbaren Rädern hatten. Und da fällt auf, dass das Canyon Airroad in der Ebene und auf welligem Terrain, auch wenn es so ein bisschen Falls Flats entlang geht oder so leichte Hügel zwischendrin sind, einfach immer wieder dazu einlädt, richtig Tempo zu machen, also auf gut Deutsch zu sagen, zu ballern. Es hat eine leicht gestrecktere Sitzposition als andere Bikes, die wir im Test hatten, die sogar noch gestreckter sein kann mit diesem anderen Lenker. Und es hat die passende Übersetzung schon ab Werk, um eben immer den passenden Anschlussgang zu finden. Es hat anscheinend einfach eine Auslegung, mit der das Schnellfahren mehr Spaß macht und auch leichter fällt. Ja, einer der Tester hat in dem Zusammenhang auch zu Protokoll gegeben, das Rad fühlt sich an wie ein D-Zug, wenn man im Flachen so dahin rast. Und ich finde, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Wie ist es dann, wenn man den Berg hochfährt? Da gibt es Nuancen zu den anderen Rädern. A, wegen der etwas schwereren Laufräder und B, natürlich auch wegen des insgesamt etwas schweren Gewichts. Das merkt man schon, diese 200 bis 300 Gramm Unterschied. Tatsächlich merkt man die und man fühlt sich am Berg nicht ganz so agil und leichtfüßig, wenn man jetzt mal richtig fest in die Pedale tritt und nochmal einen Zahn zulegen will, wie mit den anderen Rädern. Bergab liegt es super sicher auf der Straße, aber auch hier sind die 25 mm Reifen vorne meiner Meinung nach so ein kleiner Nachteil, weil eben die Traktion in Kurven leichter irritiert werden kann, weil der Reifen eben nicht so dick ist. Also da geben 28 mm Reifen auch noch ein bisschen mehr Sicherheit. Und auch wenn es jetzt mal ein windiger Tag ist und ihr in eine Kurve fahrt und da greift auf einmal der Wind rein, waren eben die DT Swiss Laufräder für unser Empfinden nicht ganz so unempfindlich für Böen wie die anderen Laufräder im Test. Sonst ist uns noch aufgefallen, dass das Rad unglaublich direkt wirkt. Zusammen mit einem anderen Rad im Test, mit das steifste Tretlager. Also da wird wirklich jeder Antritt sofort in Vortrieb umgewandelt. Sprinten, wenn man die Power in den Beinen hat, macht garantiert mit diesem Rad unglaublich viel Spaß. Denn auch die Lenkkopfsteifigkeit, also wie sich das Rad am Lenker anfühlt, wirkt überragend. Und damit bin ich schon beim Fazit. Wenn ihr ein Rad sucht, mit dem ihr in der Ebene richtig Speed machen wollt, und zwar in der Ausstattung, wie sie ab Werk dran ist, dann kommt ihr am Canyon Airroad CFR kaum vorbei. Es bietet etwas mehr als die anderen Rennräder, die wir getestet haben, für einen günstigeren Preis. Also in dieser Hinsicht der klare Tipp von uns. Und auch wenn ihr Berge fahren wollt, könnt ihr dieses Rad natürlich nehmen, denn 300 Gramm Gewichtsunterschied sind jetzt auch nicht die Welt. Also klarer Preis-Leistungstipp für das Canyon Airroad und auch ein klarer Anpassungstipp, denn ich habe es ja erwähnt, die Cockpit-Ergonomie lässt sich sehr leicht umgestalten und das Einstellen der Lenkerhöhe ist sehr flexibel. Das unterscheidet das Rad deutlich von den anderen Bikes, die wir getestet haben. Wenn ihr sehr viel Wert auf hohen Komfort legt, dann findet ihr mit ähnlichen Leistungen andere Räder, auch in unserem Test, die das besser können. Aber wer so schnell fahren will, legt meistens auch nicht so hohen Wert auf Komfort. Mir hat der Test des Canyon Airroad CFR sehr gut gefallen. Mir gefällt auch diese Farbe unglaublich gut. Ich bin ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert auch unseren Kanal und schaut euch gerne auch die anderen Einzeltests oder gleich den ganzen Vergleichstest von den Aero-Rennrädern auf Rennrad News an. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne hier in den Kommentaren oder noch besser im Forum auf Rennrad News, denn da könnt ihr euch auch sehr gut mit anderen Canyon Airroad Besitzern austauschen zu euren Fragestellungen.